Bedienung. Hier steckt immer eine Bedienungsanleitung drin. Zur Not kann man sich das auch dann bei Junkers auf der Internetseite runterladen. Hier ist diese Typenbezeichnung. Dann haben wir hier Folgendes. Hier ist der Ein- und Ausschalter. Hier ist das Symbol für Flamme. Die Therme ist jetzt gerade an. Das ist nur für den Fachmann. Das ist für den Fachmann der Knopf. Geht die Therme mal auf Störung, zeigt sie hier eine Störungsmeldung an. Hier kann man darüber entstören. Muss man nur den Knopf drücken, der leuchtet dann rot. Das sieht man dann auch. Am besten ist, den Fehlercode sich zu merken, den Fachhandwerker durchzugeben. Das ist der Eco-Mode. Den würde ich immer hier aktiviert lassen. Bei dem Eco-Mode, wenn man das deaktiviert, dann wird die Therme oder der Wärmetauscher ständig auf die hier eingestellte Temperatur warm gehalten. Ansonsten, wenn der Eco-Mode an ist, dann kann man eine Bedarfsanmeldung machen. Da zapft man für eine Sekunde kurz warm Wasser und dann weiß die Therme, da will jemand warm Wasser zapfen und dann geht sie an, erwärmt den Wärmetauscher auf die hier eingestellte Temperatur. Das hier sind die Bedienelemente für Heizung und Warmwasser. Hier stelle ich die Heizungsvorlauftemperatur ein. Übergangszeit 3 bis 5. Im Winter 5 bis 6. Und wenn es richtig kalt wird, dann geht man hier halt auf Max. Hier gibt es eine kleine Sperre. Einfach weiterdrehen, dann kommt man hier auf Max. Warmwassereinstellung, ich empfehle immer so einzustellen, so 40, 45 Grad Celsius. Das sieht man hier auch im Display. Wenn ich hier dran drehe, ändert sich die Temperatur im Display. Ich empfehle immer so um die 40 bis 45 Grad Celsius. Hier war es jetzt auf E eingestellt. Ich empfehle halt immer um die 40 bis 45. Sonst macht man es erst warm und dann ist es zu warm an der Zapfstelle und dann macht man es wieder kalt, indem man kaltes Wasser zumischt. Dann lieber gleich hier kälter machen.